Japanische Jungs können wirklich überraschenderweise gut singen. Japanische Jungs, die stinken nicht, sind sehr androgyn und das stört viele auch nicht. Familie und Kinder haben wollen. Immer rasiert. Körperlich, nicht so touchig. Keine Gentlemen sind. Generell nein. Hallo Leute auf Ask Japanese, ich bin's, Cathy Cat. If you do not speak German, be sure to click on the gear or the CC symbol to activate the English subtitles because today I'm gonna speak in German. And the topic is gonna be what surprises German girls about Japanese boys. Let's go! Hajimaru! Nun, Nummer 1, mal gleich am Anfang, der Körperbau ist total anders. Und zwar generell deutsche Jungs, wenigstens das Image, was ich von deutschen Jungs habe, die sind sehr groß und auch ein bisschen breiter und sehr kräftig gebaut. Während hier in Japan der normale Junge ist um einiges kleiner, hört man ja häufiger aus Asien, aber auch nicht, also es gibt auch große Jungs, das ist klar, aber generell sind die ein bisschen schmaler gebaut. Und das heißt auf Japanisch ganz oft Hosomacho, heißt dünner Muskeltyp, so muskelig wie die deutschen Jungs so sind die Japaner auch nicht. Aber die sind generell kleiner und drahtiger. Also richtige Energiebündel. Und in Deutschland war es generell so, dass ich immer irgendwie nach oben gucken musste, wirklich weit nach oben gucken musste, wenn ich mich mit deutschen Jungs unterhalten habe. Und hier ist es schön, dass man ungefähr so mehr auf Augenhöhe ist. Japanische Jungs nicht unglaublich 2 bis 3 Köpfe größer als ich, sondern vielleicht ein Kopf oder auch nur einen halben Kopf. Und ich muss sagen, ich finde das toll. Ich genieße das, dass ich mich nicht so klein vorkomme hier in Japan. Wunderbar. Nummer 2. Japanische Jungs können wirklich überraschenderweise gut singen. Wenn ihr japanische Jungs kennenlernt, sag ich, nehmt die mit zu Karaoke, wenn man wieder gehen kann, denn ihr werdet überrascht sein. Ich habe sowas noch davor nie erlebt. Generell, Jungs in Deutschland, die können so richtig mitsingen und grölen, vor allem wenn das so Fußballsongs sind. So, oder vielleicht ich vom Oktoberfest, ich komme ja aus München, im Bierzelt, ein Prosit, ein Prosit. All das ist dabei, aber nehmt mal einen japanischen Junge mit in die Karaoke. Da ist nichts mit hinsetzen und einmal gemeinsam freundschaftlich grölen. Naja, manche schon, aber generell können die richtig gut singen. Das hat mich so von den Socken gehauen und das ist so ein Skill, das muss man einfach mal gesehen haben. Leute, im Ernst, macht das. Ihr werdet es nicht bereuen, ihr werdet so überrascht sein. Und nicht nur bei den Jungs, ist mir auch schon mal passiert, mit einer großen Gruppe erwachsener Businessmann, sieht eigentlich so Businessman aus und der stellt sich hin und singt auf einmal die softeste, sweeteste Ballade mit einer super Engelsstimme. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ja, es ist einfach eine andere Kultur. In Europa ist es vielleicht mehr eine Tanzkultur und in Japan, durch Karaoke, ist es eine Singkultur. Oft wurden ja auch Leute einfach dazu angeheizt, genau mit den Leuten vom Büro gemeinsam Karaoke singen zu gehen. Und so haben sich da ein paar Gesangskünstler entwickelt, die sonst, wenn man nicht zu Karaoke geht, nie entdeckt werden. Nummer 3. Japanische Jungs, die stinken nicht. Natürlich, wenn man jetzt natürlich ins Sportcamp geht oder wenn man vielleicht auf einer Otaku-Convention ist und einer an einem vorbeiläuft, der länger nicht geduscht hat, dann ist da schon ein bisschen Körpergeruch dabei. Aber normalerweise riechen japanische Jungs und Männer, die riechen nicht. Es ist faszinierend. Ich versuche es mir immer wieder zu erklären. Vielleicht liegt es auch daran, da muss irgendwas Körperliches dabei sein, denn westliche Leute, die hierher kommen, die Deos funktionieren nicht. Heißt, Leute, wenn ihr aus Deutschland oder von anderen Ländern hier nach Japan kommt, ich sag's immer wieder, ich sag's nochmal, nehmt ein Deo mit. Die japanischen Deos funktionieren bei unseren Körpern auch irgendwie nicht. Und die Japaner schwitzen irgendwie anders. Heißt, die stinken nicht so schnell wie wir. Die duschen auf jeden Fall regelmäßig, das ist klar. Und da ist einfach so viel Körperhygiene dabei. Schlecht riechen in Japan ist ein No-Go. Geht gar nicht. Heißt, wir hatten einen Kollegen, der hat öfter mal ein bisschen strenger gerochen, der kam aus dem Ausland. Da haben auch wirklich Japaner ihm was gesagt, von wegen, ey, das geht so nicht. Machen Sie da mal was.
weil in Japan einfach ein Geruch ist sowas Aufdringliches, auch auf eine Art und Weise, dass man andere damit belästigen kann. Heißt, die riechen hier nicht, die Jungs. Wenn überhaupt wirklich neutraler Geruch. Ich meine, wenn die irgendwann mal wirklich älter werden, dann so ein bisschen. Aber generell nicht. Und das finde ich faszinierend. Und die stinken auch nicht nach irgendwelchen Deos und die stinken auch nicht nach einem starken Cologne oder so einem richtig starken Geruch, sondern die einfach neutral. Und das ist schon nicht schlecht. Wie machen die das? Wie machen die das? NIXT! Japanische Jungs sind sehr androgyn und das stört viele auch nicht. In Japan ist es faszinierend, wie viele Jungs doch irgendwie eine sehr weibliche Aura ausstrahlen und auch vielleicht irgendwas Pinkes anziehen und ähnliche Sachen. Und das ist kein Problem mit ihrer Maskulinität und Ähnlichem. In Deutschland ist es doch schon mal sehr so männlich und Mann sein. Während das hier in Japan so gar nicht ist. Und da sind die Jungs, glaube ich, auch irgendwie entspannter. Und ich glaube, das macht das auch ein bisschen einfacher für die Jungs, dass man sich da nicht so einen Stress machen kann. Heißt, man kann Pink tragen ohne Probleme. Man kann gewisse Kleidungsstücke tragen, die vielleicht femininer aussehen, ohne Probleme. Da sind die Jungs doch um einiges entspannter hier. Natürlich das erste Mal, als ich gekommen bin und mit meinem deutschen Auge mir das alle angeguckt habe, dachte ich mir erstmal, ist der vielleicht interessiert an Männern? Ist der vielleicht schwul? Also so das sind so die Gedankenmuster, die man so drin hat. Und wenn man mit denselben Gedankenmustern nach Japan kommt, wirft das einen ein bisschen um. Und ich muss sagen, ich genieße es. Ich finde das ganz toll, weil man auch sieht, dass viele sich sehr anstrengen, um auch einfach gut auszusehen. Es gibt hier Männer, die tragen Make-up. Es gibt hier Männer, die und sind Models hier in Japan. Es gibt Männer hier, die tragen weibliche Klamotten, aber mit ihrem eigenen Stil und machen das dann irgendwie auch cool auf ihre eigene Art und Weise. Und das finde ich richtig angenehm, dass da nicht der Druck ist, man muss besonders männlich sein und besonders männlich sich geben, sondern einfach zu sagen, nein, ich habe meinen eigenen Stil, ich habe mein eigenes Ding und finde ich sehr attraktiv, muss ich sagen. Schon im jungen Alter sagen japanische Jungs, dass sie Familie und Kinder haben wollen. Ich meine, Familie und vor allem Kinder, das sind so zwei Schlagwörter, bei denen würden ein paar deutsche Jungs sofort auf den Baum klettern. Und dann würde man sie auch nicht mehr wiedersehen. Aber wirklich auch schon junge Jungs in ihren jungen Jahren, sogar im Teenageralter, sagen in der Zukunft, ich hätte gerne Familie, ich hätte gerne 2 Kinder. Was mich wirklich überrascht hat. Vielleicht kenne ich nur die falschen Deutschen, aber die 2 Wörter haben normalerweise Jungs, wenn die hören, die rennen dir weg. Aber sowas von schnell. Und hier in Japan ist aber einfach das Konzept von Familie nochmal ganz anders, als es ist hier vielleicht in Deutschland. In meinem Bekanntenkreis sind die meisten Familien noch zusammen, haben eine sehr zusammenhaltige Vater-Mutter-Kind-Struktur. Und vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb auch schon junge Jungs nicht Panik vor der Familie und vor Kindern haben, sondern das immer noch das Ideal ist, was auch die Eltern ihren vorgelebt haben. Könnte sein. Wer weiß. Was ist denn da? Japanische Jungs und Männer sind generell immer rasiert. Das ist ein kulturelles Ding, was ich in Japan hier sehr oft beobachtet habe, dass man wirklich selten mal einen Jungen mit Bart sieht. Und gerade als die Hipsterwelle zum Beispiel in Deutschland war oder mal so ein bisschen einen gut gepflegten Bart, ist in Deutschland ganz normal, in Japan gar nicht. Heißt, jeder, der auch arbeitet oder vor allem, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, heißt Bart ist unreinlich. Wird sehen, Seiketsukan ist ein ganz wichtiges Wort für Japan, heißt Reinlichkeit. Und besonders bei Männern bedeutet das, täglich rasiert zu sein, keinen Bart zu haben. Und, was ich jetzt mittlerweile auf YouTube auch öfter gesehen habe, mittlerweile rasieren sich Männer auch an anderen Orten. Ich sehe ganz viel Werbung gerade auf meinem YouTube hier in Japan für Beine rasieren oder für Beineenthaarung bei Männern und ähnlichen Dingen. Heißt, hier wird es auch nochmal gepusht, dass auch Männer, genauso wie die Frauen, die schon einen super hohen Beauty-Standard haben, auch so langsam ein bisschen diesem Beauty-Standard auch nachkommen. Also, ich habe schon wirklich verschiedene Werbung dieses Jahr gesehen, die mich überrascht haben. Aber hey, es ist eine andere Kultur. Und wenn Mann und Frau beide gut rasiert sind, ich finde es persönlich nicht so schlecht. Also. Japanische Männer und Jungs sind körperlich nicht so touchig wie vielleicht westliche Jungs. Heißt, in der Öffentlichkeit sieht man vielleicht gerade mal Händchen halten, aber ansonsten sieht man japanische Jungs und Männer nicht irgendwie anders
physikalischer aktiv zu werden. Wenn Pärchen sich in Japan bilden, alles was zwischen einem Mann und einer Frau oder einem Mann und einem Mann und einer Frau und einer Frau passiert, all das passiert normalerweise hinter geschlossenen Türen, heißt zu Hause. Niemand soll das sehen. Heißt, es gibt kein PDA, also Lieblichkeiten werden nicht gezeigt in der Öffentlichkeit, es wird auch nicht umarmt. Und was man so mal in Deutschland sieht, dass ein Freund und eine Freundin gemeinsam gehen und seine Hand ist so in ihrer Po-Tasche oder er hält sie so ein bisschen am Rücken oder holt sich so ihre Taille und so. Diese ganzen Gesten sieht man in Japan gar nicht. Heißt, die sind less physical, weniger körperlich und touchig eben als bei uns. Und das ist wiederum ein Stück der Kultur, wo man einfach sagt, sowas wird nicht anderen gezeigt, sowas bleibt zu Hause. Was oft erwähnt worden ist in unseren Straßeninterviews ist, dass japanische Jungs keine Gentlemen sind. Nun, ich finde, keine ist ein bisschen zu weit geholt. Da gibt es doch gewisse Dinge, die sie machen. Aber die generellen Gesten von eine Tür für jemanden aufhalten, die Frau zuerst aus dem Auszug aussteigen lassen. Gewisse Dinge wie solche gibt es in Japan nicht. Dieses Ladies First Denken gibt es nicht. Manchmal, die ganz traditionellen, ist es genau andersrum, dass der Mann vor der Frau läuft. Ähnliche Dinge, wenn man in die alten Samurai-Zeiten zurückgeht. Das gibt es bei japanischen Jungs nicht. Also dieses Ladies First gibt es nicht, aber was ich finde, stattdessen gibt es allgemein in der japanischen Kultur für Mann und Frau ist Kyotsukau, heißt, man achtet mehr auf die andere Person und manchmal auch mehr als auf sich selber, heißt, sieht die aus, als wäre die durstig? Sieht das aus, als würden ihre Schuhe wehtun? Sieht das aus, als bräuchte sie eine Pause? Die denken schon mal im Kopf vorhinein, was die andere Person fühlen könnte, ob es der gut geht und wie es ihr geht und verhalten sich dementsprechend. Heißt, wenn man an so einem heißen Sommertag wie heute irgendwie aus ist, schauen die nach einer Weile, ob man dem Mädel vielleicht ein Getränk gibt oder die Schuhe jucken oder ob man da irgendwie was helfen kann. Da ist immer so, im Kopf wird schon mal gedacht, sie könnte dies denken, wie wäre es, wenn ich das für sie oder für ihn machen kann. Und so ist es eigentlich auch angenehm, dass die horchen sehr, was die andere Person fühlen könnte und in Englisch sagt man read the room und so ein bisschen den Raum lesen, die Atmosphäre im Raum lesen, können japanische Jungs wirklich sehr gut. Hier in Japan gibt es immer noch ein sehr traditionelles Bild von, was Mann und Frau in gewissen Dating-Situationen machen sollten. Heißt, manche Männer mögen das eigentlich nicht, wenn die Frau auf einen zuerst zukommt. Heißt, die wollen nicht nur die Jagd haben, die wollen auch die Ersten sein, die den ersten Schritt machen. Das ist noch sehr traditionell hier. Wir haben dafür auch Interviews gemacht. Ihr könnt das in unseren Interviews auch finden. Wo es darum geht, finden Sie es gut, wenn das Mädchen den ersten Schritt macht oder nicht? Generell nein. Es gibt noch sehr traditionelle Denkweisen. Hier heißt, der Junge sollte den ersten Schritt machen. Man macht das erstmal offiziell. Generell ist es nicht so, dass man eine Zeit lang, wie sagt man so, für ein Jahr oder so in einer Beziehung ist und alles Mögliche macht miteinander, ohne dass man gleich sagt, man ist zusammen. Da ist in Japan manchmal noch traditionell, man geht auf ein paar Dates, dann sagt er offiziell, willst du mit mir ausgehen, willst du meine Freundin werden? Ganz traditionell. Und dann geht es so richtig mit dem Daten und zuerst richtig los. Oder zum Beispiel auch viele Männer mögen das sehr gerne, wenn sie eigentlich im Restaurant bezahlen. So erstmal dieses, ich bin der Mann, ich bezahle die Rechnung für die Frau. Aber all diese Sachen, von denen ich jetzt sowieso schon geredet habe, lockern sich über die letzten Jahre ein bisschen auf. Aber es gibt noch viele, die noch sehr traditionell denken. Japanische Jungs werden oft als sehr schüchtern beschrieben. Vielleicht sind sie nicht schüchtern, aber viele sind definitiv schüchtern gegenüber Westlerinnen und Mädchen aus anderen Ländern. Heißt, selbst wenn die Jungs sich trauen würden, ein japanisches Mädchen anzusprechen, trauen sie sich vielleicht nicht, ein westliches Mädchen anzusprechen, weil sie einfach keine Erfahrung in diesem Level haben. Viele scheinen auch laut einem von unseren Interviews zu denken, dass sie da keine Chance haben, also versuchen sie es noch nicht mal. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen eine Barriere, heißt, oder so ein bisschen eine Furcht, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie komme ich denn da jetzt an die ran oder wie soll ich mich da verhalten? Und das macht es für viele Westlerinnen sehr schwer, in Japan einen Partner zu finden. Aber keine Sorge, wir schauen, dass wir da mal ein paar Videos drüber machen mit so ein paar Dating-Tipps und was da jetzt genau anders ist. Also, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr diese Videos auch in der Zukunft kriegt. Sobald wir an denen gearbeitet haben, kriegt ihr dann sofort eine Notification, wenn ihr die kleine Glocke angetickt habt. Und dann könnt ihr auch gleich sehen, was für Tipps wir hier haben aus Japan für euch.
Ich hoffe, das Video hat euch hier auf Deutsch gefallen. Klar, immer wieder sagen, ganz wichtig, nicht jeder Junge ist gleich. Klar, nicht jedes Mädchen ist gleich. Und außerdem kommt wirklich ganz drauf an, was für Menschen es sind. Und vergesst nicht, Japan ändert sich täglich. Wir haben ganz viele Veränderungen, die auch besonders dieses Jahr in Japan passieren. Dementsprechend viel Glück mit euren Plänen hier nach Japan zu kommen oder vielleicht mit einem japanischen Jungen euch zu treffen. Auch Jungs aus Japan, Jungs aus Deutschland, Jungs auf der ganzen Welt, alle sind verschieden und alle sind auch schön auf ihre Art und Weise, würde ich mal sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist super heiß gerade hier in Japan und ich hoffe, wo auch immer ihr seid, ihr verbringt eine schöne Zeit und ich sehe mehr von euch bald hier auf Ask Japanese. Tschüss! Danke fürs Zuschauen!